Hallo, ich bin Timo von Paudimod. Heute geht es um Messsysteme. Wir können an unseren Maschinen welche nachrüsten. Man kann aber auch mit den einzelnen Komponenten, auch an Nicht-Paudimod-Maschinen, sich zu einem Messsystem verhelfen. Hinter mir ist die Paudimod PM190V. Und anhand von der Paudimod PM190V will ich euch zeigen, wie es geht, dass man selber in Eigenregie ein Messsystem montieren kann. Gemischt Glasmaßstab oder Magnetband mit unseren Sensoren und mit unserem Display. Warum eigentlich ein Messsystem? Im Wesentlichen gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist, die Genauigkeit ist bei einem Hundertstel und damit deutlich höher wie am Nonius unten angegeben. Und zum Zweiten sieht man da den Ist-Wert. Das heißt, das lästige Umrechnen, wenn man längere Teile macht, wo man denn genau steht, Umdrehung für Umdrehung, das entfällt komplett. Dazu ist natürlich noch der Riesenvorteil, dass das Trapezspindelspiel nicht mit angezeigt wird. Es ist der tatsächliche Verfahrweg, den wir hier sehen. Das möchte ich euch gerne noch tiefer im Detail erklären. Beispielsweise nehmen wir hier die X-Achse. Ich kann die X-Achse nullen und nach innen fahren. Wir sehen, der Wert wird kleiner. Nach außen fahren, der Weg wird größer. Wir können aber auch hier den tatsächlichen Wert eingeben, beispielsweise 15,36, Enter, und haben hier den Durchmesser, wo wir gesetzt in dem Fall, dass wir eine Welle abdrehen und 15,36 mm gemessen haben, aber auf 15 mm gehen wollen, direkt runtergehen, dass wir das exakte Maß haben und somit in einem Schnitt ein sauberes Drehergebnis bekommen. Wir haben hier noch zusätzlich die Möglichkeit bei der X-Achse, dass wir auf den Radius schalten können, was hier unten angezeigt wird, Radius oder Durchmesser, Diameter. Weiteren Vorteil, den wir haben, ist, wir haben unten die Z-Achse, wir haben hier den Z-Achse an der Oberschlitten. Man kann beide Werte einzeln anzeigen lassen. Man kann aber auch, indem man hier auf die Taste drückt, die beiden Werte miteinander addieren. Das heißt, wenn ich unten an der Z-Achse drehe und die restlichen Feinheiten oben am Z-Oberschlitten mache, addieren sich die beiden Werte und ich kann ganz genau auf die Position fahren, die ich denn gerne haben will. In dem Fall 3,5 mm. In den Setting-Daten kann man die Helligkeit einstellen, die Sprache einstellen, man kann das Piepsen ein- und ausschalten, das jeden Knopfdruck akustisch hörbar macht. Dann kann man unten noch das Datum eingeben und die Uhrzeit. Darunter ist die Kompensation. Wir können hier unten jede einzelne Achse anwählen, um die Kompensation anzuwählen. Damit können wir eventuelle Unregelmäßigkeiten ausgleichen, indem wir gewisse Werte vorgeben, um gegen die Unregelmäßigkeit entgegenzuwirken. Das ist allerdings eine Sache, die in den seltensten Fällen vorkommt. Es sei nur der Vollständigkeit halber erklärt. Jetzt gehen wir wieder zurück. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, sind die Systemparameter. Grundsätzlich ist es so, dass der Mittelpunkt hier der Nullpunkt ist. Alles von dem Mittelpunkt hier weg geht ins Plus. Das heißt, zum Reitstock hintere oder nach vorne. Im Umkehrschluss, jeder Weg zur Spindel hin geht ins Minus. In X und in Z.
Falls man sieht, dass die Achsen verstellt sind, kann man die Zählrichtung ändern. Um die Zählrichtung zu ändern, muss man hinten das Display einschalten am Hauptschalter. Und sobald es aufhört zum Piepen, kann man mit einem Druck aufs Display die Systemparameter aufrufen. Hier sehen wir die einzelnen Achsen X, Y, Z, wobei hier Y, Z Oberschlitten ist und hier die Zählrichtung der einzelnen Achsen. Unten sieht man die Anzahl der Achsen, wo angezeigt wird. Hier sieht man das Programm Lath, was Drehen bedeutet. Hier kann man nochmal die beiden Z-Achsen addieren bzw. es ausschalten über None. Ich werde nochmal am Beispiel der X-Achse die Zählrichtung ändern. Und zwar, indem ich hier drauf drücke, indem ich es ändere, indem ich Plus oder auch wahlweise Minus drücke, auf Save und dann auf Exit. Und wenn ich jetzt nulle und nach innen drehe, müsste es Plus anzeigen. Ja, es zeigt Plus an. Ich drehe nach innen zur Spindelmitte. Es müsste mir weniger anzeigen, tut es aber nicht. Darum mache ich es nochmal an. Nach dem Piepsen nochmal draufdrücken. Ich gehe wieder auf die X-Achse. Ändere von 1 auf 0. Tue es mit Save sichern und gehe wieder raus. Und jetzt machen wir wieder einen Versuch. Ich drehe die X-Achse nach innen und ihr seht, die Zählrichtung ist richtig. Was auch noch ein Riesenvorteil ist, wir haben hier unten an dem Display einen Magnetfuß. Das heißt, man kann an jeder magnetischen Stelle, wie beispielsweise hier bei dem L-Stück, das wir montiert haben, es sauber aufsetzen. Man kann es natürlich auch hinten, wenn man wie hier eine Werkzeugwand hat, variabel ansetzen. Man kann es aber auch stationär an die Wand anschrauben. Unten sind 2 Bohrungen vorhanden und mit diesen Bohrungen und 2 Dübeln, 2 Schrauben kann man es an der Wand befestigen. Das ist wiederum der Riesenvorteil. Ich kann das Display genau dort anbringen, wo ich es haben will. Wenn wir uns das Display von hinten anschauen, sehen wir einen Ein- und Ausschalter, einen Netzstecker und die einzelnen Anschlüsse für die einzelnen Achsen. Hier haben wir X, ZO und Z belegt und haben noch die Möglichkeit, eine 4. Achse anzuschließen. Wir haben an der PM190V unsere Messstäbe ausprobiert und haben die hinmontiert an allen 3 Achsen. Wir haben uns dazu entschieden, Magnetmessbänder an der X-Achse und an der am Z-Oberschlitten zu montieren und ein Glasmaßstab an der Z-Achse selber. Das ist ein Riesenvorteil. Man kann die Messsysteme, die ganzen Maßstäbe miteinander kombinieren. Nicht nur an den Polymer-Maschinen, sondern auch an allen anderen Drehbänken. Was ein weiterer Riesenvorteil ist, man kann es individuell auf Länge anpassen bei Magnetband. Beispielsweise das Magnetband hier. Man kann es, wenn es zu lang ist, einfach kürzen, indem man es absägt, wieder den Kopf draufsetzt und hier montieren. Montieren selber ist relativ einfach. Man setzt hier einfach 2 Gewindebohrungen, um das Magnetmaßband zu montieren. Dann montiert man den Sensor an einer festen Stelle. Bei uns haben wir hier ein Winkelstück genommen, auf das wir montiert haben. Und dann haben wir die Bewegung vom Magnetband, der feststehende Sensor, der das Magnetband abliest, die Genauigkeit von 5 μ erkennt und dementsprechend den Wert oben ans Display weitergibt. 5 μ wird im Radius angezeigt. Man sieht nochmal, wenn man hier nach oben geht, man könnte hier auf 5 μ, also auf 5.000 Millimeter genau, kann man hier arbeiten. Wenn ich vom Radius auf den Durchmesser schalte, dann sind wir im Hundertstelbereich. Ob man das messen kann, sei mal dahingestellt, aber die Möglichkeit bietet sich, auch beim Glasmaßstab. Was ein weiterer Vorteil ist, Magnetbänder sind unempfindlicher gegenüber Kühlschmiermitteln, Ölen, sonstigen Sachen.
Ein Magnet interessiert es einfach nicht, wenn er feucht wird. Das Glasmaßstab hinten ist da schon deutlich empfindlicher. Wenn man viel schmiert und viel Kühlflüssigkeit läuft, dann kann es sein, dass das Glasmaßstab aussteigt, weil Glas und Wasser verträgt sich nicht besonders, vor allem mit einem optischen Sensor, der das abnimmt. Der Glasmaßstab selber hat wiederum den Vorteil, er misst absolut. Und in dem Fall passt er auch wunderbar rein. Der muss nicht angepasst werden, den kann man 1:1 so nehmen. Man sieht hier, es ist ein bisschen komplizierter, hier unten den Glasmaßstab zu montieren und auch den Sensor zu befestigen. Weil hier ist es genau umgekehrt, im Gegensatz zu dort. Dort ist der Glasmaßstab fest, aber der Sensor bewegt sich. Es gibt dann natürlich neue Freiheiten, die man hier zu arbeiten hat. Es gibt dann natürlich tolle Möglichkeiten, hier mit dem Glasmaßstab zu arbeiten. Magnetband ist es so, dass meistens das Magnetband fest ist und das Magnetband beweglich ist und der Sensor fest. Kann man natürlich aber auch so machen wie beim Glasmaßstab, weil wie schon gesagt, das ist universell einsetzbar für jede Drehmaschine und je nach Platzverhältnissen, je nach Bauarten kann man das dann selber entscheiden. Wir haben uns übrigens dazu entschieden, das Magnetband hier auf die linke Seite zu montieren, weil auf der rechten Seite die Druckleiste ist. Wir hätten sonst nicht mehr die Möglichkeit gehabt, den Oberschlitten einzustellen. Das war bei uns ein wichtiges Kriterium, um das Magnetband hierhin zu montieren. Da das Magnetband natürlich auch kleiner ist wie der Glasmaßstab, passt es hier unten in den beengten Verhältnissen besser rein. Und wenn man auch hier oben an den Z-Oberschlitten schaut, sind die Möglichkeiten, das zu montieren, nicht besonders rosig. Da ist wieder der Vorteil von dem Magnetband. Hier hat man sich so geholfen, dass man das Magnetband von unten angeschraubt hat, den Sensor hier nach unten steckt. Da sieht man einwandfrei, was für Möglichkeiten man hat. Jeder kann das Messsystem auf seine eigenen persönlichen Bedürfnisse anpassen, an seiner Maschine. Egal, ob das jetzt eine Drehmaschine ist oder eine Fräsmaschine. Was vielleicht noch wichtig ist, wir haben eine Kühlschmiermittelanlage, die man als optionales Zubehör verbauen kann. Wir haben auch eine Minimalmengenschmierung, wo das Kühlschmiermittel zerstäubt wird und nur das am Werkstück ankommt, was man braucht. Kühlen ist wieder ein Thema für sich. Das erhöht die Standzeit von den Werkzeugen, gibt ein besseres Drehergebnis und im Allgemeinen ist es ein angenehmeres Arbeiten, weil man auch ein genaueres Arbeiten damit machen kann. Die thermischen Belastungen sind damit nämlich nicht mehr vorhanden. Und man hat ein gleichmäßigeres Bild. Das nur der Vollständigkeit halber. Vielleicht gibt es ja dazu auch mal ein Video. Mich würde es freuen. Wir haben hier noch Funktionen, beispielsweise fürs Fräsen. Auf das gehe ich ein. Hier aufs Kegeldrehen, hier auf den Werkzeugspeicher und hier auf den Taschenrechner. Fangen wir an mit dem Werkzeugspeicher. Werkzeugspeicher ist so ausgelegt, dass das erste Werkzeug das sogenannte Master Tool ist. Das heißt, der 0 in X und in Z-Achse wird gesetzt und jedes weitere Werkzeug bekommt die Offset-Werte, damit wieder der Wert stimmt. Und somit kann man quasi bis 200 Werkzeuge reinprogrammieren, die sich natürlich immer nach dem Master Tool richten müssen. Wenn wir hier zurückgehen, wieder auf Funktionen, haben wir hier unsere Taschenrechnerfunktion. Ganz klar, da gibt es nicht viel zu sagen, bis auf das, dass der Vorteil ist, dass wir hier einen wissenschaftlichen Taschenrechner haben. Und gerade wenn man Trigonometrie, irgendwelche Dreiecksfunktionen ausrechnen will, haben wir hier die Möglichkeit, noch Sinus, Cosinus, Tangens zu benutzen. Man kann die Wurzel ziehen, um irgendwelche Quadraturen aufzuheben. Man kann X, Pi, sämtliche Sachen hier anzeigen und alles über Touchscreen. Wenn ich hier auf die Taste drücke, kann ich Kegel drehen, indem ich hier die Werte eingebe. Da hilft mir das Messsystem. Jetzt gehen wir nochmal in die Funktionen. Die oberen 4 Funktionen sind nur fürs Fräsen. Das ist Radius, das ist die Schräge, das ist der Lochkreis und das Lochbild. Das ist deaktiviert, weil wir noch im Drehmodus sind. Sehr schön. Dann gehen wir raus, machen es nochmal an. Wie ich schon vorher gesagt habe, nach dem Piepsen drauf, um in die Systemparameter zu kommen. Wir stellen um von Drehen
auf Fräsen, Save, Exit. Sofort der Check, anstatt einer Z-Oberschlitten und X-Achse haben wir jetzt X, Y und Z. Uns wird hier noch angezeigt, dass wir im Fräsmodus sind. Hier gehen wir auf die Funktionen und jetzt sehen wir die Parameter. Die Werte sind eigentlich relativ schnell erklärt. Beim Radius gibt man an, welche Achse man bewegen will, in dem Fall die X- und Y-Achse. Man gibt den Radius an, man gibt den Fräserdurchmesser an, man gibt dann quasi an, welchen Modus man haben will, zum Beispiel von 9 auf 12 Uhr, das wäre der Mode 1. Und dann gibt man an, ob man jetzt außen fräsen will oder ob man innen fräsen will. Will man einen Stift produzieren oder will man ein Loch, eine Bohrung produzieren oder fräsen? Des Weiteren hat man noch die Funktion, wenn ich hier auf schräge Fräsen gehe, dann gebe ich hier die Achsen an, wie ich die Schräge haben will, YZ. Man gibt den Werkzeugdurchmesser an. Man gibt dann einen Startpunkt an, in X- und in der Z-Achse in dem Fall. Und den Endpunkt in X- und in der Z-Achse. Somit kann man die Koordinaten einstellen und kann dann Stück für Stück eine Schräge fräsen. Wir können auch weiter einen Lochkreis machen. Der Lochkreis selber, der Radius, der Startwinkel, der Endwinkel, die Anzahl der Bohrungen und ob man im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn arbeiten will. CCS heißt counterclockwise, also entgegen dem Uhrzeigersinn. CS wäre clockwise, also im Uhrzeigersinn. Hier nochmal in die Funktion rein. Dann hier das Bohrbild. Das ist wahrscheinlich die Funktion, die am häufigsten benutzt wird. Man gibt die Länge der Linie an, von der ersten Bohrung bis zur letzten. Dann gibt man den Winkel ein und die Anzahl der Bohrungen. Wenn wir jetzt beispielsweise, ich demonstriere es hier, 10 mm Linie haben, Enter, einen Winkel nehmen von, sagen wir, 45 Grad und wollen 5 Bohrungen haben, dann kann ich hier auf Proceed gehen und dann wird mir hier angezeigt, wo die erste Bohrung gesetzt werden soll. Dementsprechend muss man mit den Achsen verfahren. Hat man die Bohrung gemacht, geht man aufs zweite Loch, Hole 2, muss wieder hin an die Koordinaten fahren, die angegeben werden, so lange, bis wir alle 5 Bohrungen durch haben. Er springt dann wieder von der 5. zur ersten Bohrung. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass ein Messsystem eine richtige Steigerung ist zu den normalen Nonien, die wir hier an den Handrädern haben. Man kann genauer arbeiten, man kann bequemer arbeiten, man hat auch noch Systeme, die einen unterstützen, wie beispielsweise das Lochbild, was wir gerade gezeigt haben, oder Nullfunktion, Ist-Werte etc. Weiterer Vorteil von unseren Polymer-Produkten ist es, dass man sich die einzelnen Komponenten einzeln zusammenstellen kann, um nicht nur unsere Maschinen, sondern auch jede andere Maschine mit einem Messsystem aufzuwerten. Für meiner Meinung nach sehr empfehlenswert, wer häufiger daran arbeitet und wer eine hohe Genauigkeit haben will, ist mit so einem System bestens bedient. Wir freuen uns, wenn euch das Video gefallen hat. Damit haben wir die Möglichkeiten, die Anwendungen vom Messsystem ein bisschen genauer erläutert. Aber bei jedem Messsystem ist auch eine Bedienungsanleitung dabei. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die tiefer gehen in das, was wir erklärt haben, da ist es noch ausführlicher beschrieben. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, Themen, Anregungen oder irgendwelche Videos wollt von uns, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Uns würde es natürlich riesig freuen. Außerdem, an der Stelle sei gesagt, 94,4% aller Leute, die unsere Videos schauen, haben uns noch nicht abonniert. Überlegt euch, uns zu abonnieren, so verpasst ihr keine Videos mehr und ihr seid immer auf dem neuesten Stand. In dem Sinne, messt's gut, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!